Bosco! Rebecca! Heute zeige ich dir, wie man Kommazahlen multipliziert. Kommazahlen multipliziert. Vielleicht steht in deinem Mathebuch Dezimalzahlen oder Dezimalbrüche. Ja. Damit sind Kommazahlen gemeint und ich nenne sie Kommazahlen. Und warum schreiben Sie nicht einfach Kommazahlen in die Bücher? Das weiß ich nicht, Bosco. Okay. Also rechnen mit Kommazahlen. Ja, multiplizieren. Addieren und subtrahieren habe ich dir ja schon erklärt in diesen Videos. Haha, Ja. ich erinnere mich dunkel. Gut. Oh je. Um Kommazahlen zu multiplizieren, musst du zwei Dinge tun. Erstens, du darfst dir die Kommas wegdenken und so rechnen, als wäre kein Komma da. Ja, cool. Zweitens, du musst im Endergebnis das Komma an die richtige Stelle setzen. Und dazu zählst du bei der Originalaufgabe, wie viele Stellen sind hinter dem Komma insgesamt vorhanden und so viele Nachkommastellen braucht dann auch dein Ergebnis. Also ich denke mir es weg, aber muss es dann wieder hinmachen. Ja, es kann ja nicht einfach verschwinden. Boah, dachte ich jetzt. Gut. Okay. Ja, die zwei Schritte sind's. Ich zeig dir, was ich meine. Ja. Nehmen wir die Aufgabe 0,5 mal 8. Ja. Du denkst dir das Komma weg. Dann steht da 0,5 mal 8. Ja. 0,5 ist keine gescheite Zahl, das heißt, Ja. du denkst dir nur die 5. Also du rechnest 5 mal 8, ergibt? 40. Ja. Und die 40 ist noch nicht dein richtiges Endergebnis, denn jetzt zählen wir bei der Aufgabe, wie viele Stellen waren hinterm Komma. Und die 5 war ja hinterm Komma. Also eine Stelle. Eine Stelle insgesamt. Und jetzt musst du bei der 40 das Komma so setzen, dass eine Stelle hinterm Komma ist. Ja, 4,0. Mitten rein. Richtig. Und 4,0 ist dieselbe Zahl wie 4. Das heißt, wenn du dann das Komma erstmal gesetzt hast, kannst du dann die Zahl nochmal vereinfachen. Wir haben also als Ergebnis 4. 0,5 mal 8 ist 4. Also weniger, obwohl ich multipliziert habe. Das ist sehr verwirrend, ja. Ja, allerdings. Bislang kannten wir das immer so, dass irgendwas mehr wird, wenn man Ja. multipliziert. Aber die 8 ist ja kleiner geworden. Ja. Und das ist das Spannende bei den Kommazahlen. Wenn du nämlich mit einer Kommazahl multiplizierst, die mit 0, anfängt, dann kann das Ergebnis kleiner werden, obwohl wir multiplizieren. Ach je. Wenn die Aufgabe gelautet hätte 0,5 mal 0,8, wie wäre es denn dann gewesen? Ja, dann die Kommas wieder weggedacht. Dann steht da 0,5 mal 0,8. Also 5 mal 8? Also 5 mal 8 sind auch wieder 40. Jetzt habe ich aber zwei Kommas. Die 0,8 hatte auch ein Komma, ja. Du Ja. zählst einfach bei den ganzen Faktoren der Originalaufgabe, wie viele Stellen waren insgesamt hinterm Komma. Da haben wir die 5 und da Ja. haben wir die 8, sind 2 Stellen. Ja. Also musst du bei der 40 das Komma so setzen, dass 2 Stellen hinter dem Komma sind. Von der 40. Also vor die 4. Ja. Komma 40. Die 40 hat ja nur 2 Stellen, deswegen müssen beide hinter das Komma. Aber eine Zahl darf ja nicht mit Komma anfangen. Du kannst nicht einfach nur schreiben Komma 40. Jetzt musst du selbstständig vor das Komma noch eine 0 setzen, die das Komma sozusagen festhält. Ach je. Und hinten die 0 kann ich wahrscheinlich wegschmeißen. Ja, Also kommt 0,4 raus. Das ist richtig. ja kompliziert. Ja, aber jetzt haben wir schon alles besprochen, was du wissen musst. Jetzt geht's ums Üben. Na, da bin ich ja mal gespannt, ob ich das hinkriege. Ach, bestimmt. Unsere So. Zuschauer auch. Ich blende mal alle Aufgaben ein, die wir jetzt noch vorhaben zu rechnen. Ja. Und wir freuen uns, wenn ihr zu Hause auf Stopp drückt und erstmal selber rechnet und dann dem Bosco beim Rechnen zuschaut. Los geht's. Und dann freue ich mich, wenn ihr auch Fehler habt. Nein, ich hoffe natürlich, dass ihr das alles ganz richtig habt. So, ich fange mal an. Ja, 0,7 mal 0,01. Kommas wegdenken und die Nuller wegdenken, die ja, vor der Zahl stehen. Richtig? Also 7 mal 1 sind 7. ja. Jetzt zählen Was? die Nachkommastellen von der Aufgabe. Also eine bei der 7 und 0,1, das sind dann 2. Also insgesamt 3 Nachkommastellen. Ja, Ja, und wie soll ich die jetzt bei der 7 einfügen? Da steht ja nur eine 7. das stimmt. Die 7 muss jetzt also an die dritte Stelle hinterm Komma und vor der 7 ergänzt du Nullen, Ach je. Und vor dem Komma auch nochmal eine 0. die dann das Komma festhält. Also wie viele Wow. Nullen musst du denn zwischen der 7 und dem Komma ergänzen? Ja, 3.
Dann nur 2. Und dann nochmal eine vor dem Komma. Warum denn nur 2? Nee, sag mir doch mal das Endergebnis, Bosco. 0,0007. Nein, dann habe ich ja 4 Nachkommastellen. Ja, genau. Also Achso, die 7 zählt ja auch noch. Ja, Also 0,007. jetzt stimmt's, ganz genau. Ja. 007. James Bond. Ja, okay, schnell weiter. Ich muss das jetzt üben. 4 mal 0,002. Also wenn ich die ganzen Nuller und Kommas wegdenke, habe ich 4 mal 2 da stehen. Ja. Sind 8. Gut. So, jetzt geht es wieder um die Nachkommastellen. Die 4 hat ja kein Komma. Ja. Das Komma ist hinter ihr. Also die 4 zählt nicht als Nachkommazahl. Also nur die 002. Genau. Das sind 3 Nachkommastellen. Das heißt, ich setze mal das Komma hinter die 8 und gehe 3 Stellen nach vorne. 1, 2, 3. Dann habe ich 008 da stehen. Also 0,008. Das Komma muss deutlich vor die 8, weil du gerade gesagt hast, Ja. es müsste hinter. Ja, aber ich fange da an. dann musst du es ja nochmal verschieben. Und dann tue ich 3 Stellen nach vorne. Wenn du das mit dem Verschieben leichter findest, aber du Ja. kannst auch einfach erstmal 0, hinschreiben, dann überlegen, wie viele Stellen du hinterm Komma brauchst. 3 Stück. Also erst 2 Nullen und dann die 8. Ja, ich fand es jetzt anders einfacher. Ja, das kann ja jeder machen, wie er möchte. Hauptsache, das richtige Ergebnis Ja. kommt raus. So, 1,2 mal 0,7. Kommas weg. Wie heißt die Aufgabe ohne Kommas? 12 mal 7. Ja. Boah, kann ich das im Kopf rechnen? Du kannst dir die 12 ja in 10 und 2 aufteilen. Ja, 10 mal 7 sind 70. Okay. Und 2 mal 7 sind 14. Ja. Und 70 plus 14? 84 Ja, prima. ist das Ergebnis. Ja, noch nicht ganz. Da muss ja noch das Komma hin. Aber wo? Wir zählen wieder die Nachkommastellen bei der Aufgabe. Wie viel hast du da? 2. Ja, genau. 2 und die 7 sind hinter dem Komma. So, und jetzt? Ja, setzt du bei der 84 das Komma so, dass 2 Stellen hinterm Komma sind. Also vor die 8. Ja, Dann genau. habe ich 0,84. Ja, und da musst du nämlich wieder die 0 ergänzen, die das Komma festhält. Prima, du machst es doch gut. Na, ich bin noch nicht so firm mit diesem Thema. 8,0 mal 0,4. Warum steht denn da 8,0? Kann da nicht nur die 8 stehen? Ah, ich habe gedacht, du fällst in meine Falle rein. Ah, Clever, Bosco. endlich mal was gemerkt. Das würde ich wirklich allen empfehlen, hier nicht einfach das Komma wegzudenken und mit 80 zu rechnen. Das macht es deutlich komplizierter. Ja. Denkt euch einfach das Komma und die 0 komplett weg. Und dann ist die Aufgabe 8 mal 0,4. Und dann, Und dann zählt es auch nicht als Nachkommastelle. ja eben, darum geht's. Ja, ja. Mhm. Also 8 mal 0,4. Ist die neue Aufgabe. Und bei der 0,4 denke ich das Komma weg. Also habe ich 8 mal 4, sind 32. Und hatte dann nur noch eine Nachkommastelle. Ja, 3,2. genau, richtig. Ah, jetzt läuft's. Ich meine, du hättest auch mit 8,0 rechnen können, dann hättest du halt 80 mal 4 sind 320 gerechnet Boah. und hättest dann 2 Nachkommastellen gebraucht, dann wäre das Komma auch zwischen der 3 und der 2 hingekommen. Aber ich denke, unser Weg war der schnellere. Ja. 3,9 mal 5. Komma weg, dann habe ich da stehen 39 mal 5. Ja, Jetzt rechne ich aber schriftlich. wer nicht mehr weiß, wie man schriftlich multipliziert, schaut sich gerne unser Video dazu an. Aha. 39 mal 5, Strich drunter. 5 mal 9 sind 45. Ich schreibe die 5 hin und merke mir die 4. 5 mal 3 sind 15, plus die 4 sind 19. Ja. Die schreibe ich hin. Das heißt, es kommen 195 raus. Erstmal und jetzt. Habe ich eine Nachkommastelle, also 19,5. Prima. Ah, das lief jetzt 0, nix. Haha, 6,1 mal 2,200. Kommas weg, dann habe ich da stehen 61 mal 2200. Ja, das ist wieder der ungeschickte Weg. Kann ich die Nuller wegtun? Ich würde schon vorher die Nuller wegtun, dass du gar nicht mehr mit denen rechnest und dass Ja. sie auch nicht als Nachkommastelle zählen, sondern dass wir sie gleich ganz zu Beginn der Aufgabe schon weglassen. Als die Kommas noch da waren. Ja, also das heißt, wir sagen einfach, unsere Aufgabe heißt 6,1 mal 2,2
Dann können wir nämlich einfach nur 61 mal 22 rechnen und haben nur 2 Nachkommastellen. Ja, verstehe. Da rechne ich auch wieder schriftlich. Ich schreibe es hin mit Strich drunter. 2 mal 1 ist 2, 2 mal 6 ist 12. Das heißt 122. Und die 2 mal 61 sind auch 122. Jetzt muss ich noch addieren. Da kommt die 2 hin. 2 plus 2 ist 4, 2 plus 1 ist 3 und die 1. 1342. Gut. 2 Nachkommastellen. Dann habe ich 13,42. Super ausgesprochen. Ja, genau so. Jetzt läuft 0, nichts. Nächste In Aufgabe. 0, nichts. 2,1 hoch 2. Ja. Weißt du noch, was das bedeutet, Bosco? Boah. 2,1 mal 2. Nein. Dann müsste ja mal 2 dastehen. Hoch 2 bedeutet, dass die 2,1 zweimal dasteht, also mit sich selbst multipliziert wird. Die Stimmt. Aufgabe lautet also eigentlich 2,1 mal 2,1. richtig. Ja, da war mal was. Du rechnest also 21 mal 21 So, weil und ich mir hast... die Kommas wegdenke. Ja, Und hab was? sage ich nicht. Ich guck Und mal, ob du habe? selbst drauf kommst. Rechne erstmal. Also 1 mal 21 sind 21. 2 mal 1 ist 2. 2 mal 2 ist 4. So, dann muss ich hier addieren. 1, 2 plus 2 ist 4 und die 4. 441. Ja, Und habe dann eine Nachkommastelle, das heißt 44,1. falsch. Aber da steht doch 2,1 hoch 2. Also du siehst in der Originalaufgabe nur Ja. eine Nachkommastelle, ja, Ja. aber tatsächlich sind ja 2 Nachkommastellen da, Ja. denn wir hatten ja besprochen, die Aufgabe lautet ausführlich aufgeschrieben 2,1 mal 2,1. und die beiden Einser sind ja beide hinterm Komma, also sind es 2 Nachkommastellen. Stimmt. Das heißt, wo muss das Komma hin? Und dann noch eins nach vorne, also 4,41. Ja, genau. Das Oh war je. das, was ich dir eben nicht verraten wollte. Beinahe wäre es dir rausgerutscht. Ja, Na gut, also ich glaube, ich habe es einigermaßen verstanden. ich bin zufrieden mit dir, Ja, ich brauche noch ein paar Übungsaufgaben. Bosco. Noch Wie ist bei welche? euch? Die machst du aber alleine. Ich will nicht noch ein Video mit dir machen, Bosco. Danke. Also, Jetzt blenden wir noch die Sie sehen Lösungen hiermit das ein. letzte Video von Rebecca und Nein, Bosco. ich meine nicht noch eins zur Multiplikation von Ach Kommazahlen. so, ja. Und jetzt können wir doch im 0, nix mal verschwinden. Ja, das machen wir jetzt auch. Wie lief es bei euch? Schreibt mal in die Kommentare. Bis bald. Tschüssi. Tschüssi.